liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist meine Schülerin Daria zu Besuch. Hallo. Mit ihrem schönen spanischen Wallach Idolo. Wir wollen euch heute ein paar einfache Biege- und Entspannungsübungen beim Pferd zeigen. Dazu habe ich auch diese Farben mitgebracht. Mit denen werden wir gleich die wichtigen Stellen auf den Pferdekörper direkt aufmalen. Guckt mal zu. Zunächst markiere ich 2 Punkte am Pferdekörper, die bei Berührung eine seitliche Biegung der Wirbelsäule erleichtern. Jede Biegung führt auch zu einer Entspannung und Dehnung der langen Hals- und Rückenmuskeln. Diese Entspannung zeigt sich an einer Veränderung der Kopfhaltung und des Bewegungsablaufes. Der erste Biegepunkt befindet sich im vorderen Halsdrittel, etwa in Höhe des 3. Halswirbels. Er wird auch der Genickmeister genannt. Der zweite Biegepunkt befindet sich in der Gurtlage hinter dem Ellenbogen. Das Pferd trägt einen leichten Kappzaum, mit dem sich die Nase präzise in die Biegung führen lässt. Hier zeichne ich eine gelbe Verbindungslinie zwischen beiden Hüfthöckern ein. Daria beginnt die Übung in der ersten Position. Dabei steht sie frontal vor dem Pferd, ihre Füße parallel zu den Vorderbeinen. Mit dem Kappzaum führt sie Idolos Nase nach innen, dabei berührt sie mit der anderen Hand den ersten Biegepunkt. Die Entspannung von Hals- und Rückenmuskulatur zeigt sich darin, dass Idolo sofort den Kopf sinken lässt. Der lockere Rücken lässt sich durch kleine Schaukelbewegungen in Schwingung versetzen, die bis zum Schweif gehen. Die innere Hüfte des Pferdes schwingt jedes Mal nach vorne, wie an der gelben Linie zu sehen ist. Sobald Idolo Rücken und Hals schön gedehnt hat, bittet Daria ihn, ihr in die Bewegung zu folgen. Dabei bleibt sie in der ersten Position und geht rückwärts vor dem Pferd her. Der Rückwärtsgang ist für uns Menschen ungewohnt und es erfordert einige Übung, bis man ein ruhiges Tempo und eine klare Linie einhalten kann. Während des Gehens berührt Daria den zweiten Biegepunkt hinter dem Ellenbogen mit der Gertenspitze. Sofort lässt Idolo den Kopf tiefer sinken. Hier wechselt Daria in die zweite Führposition, seitlich am Pferdehals. Sie begleitet das Pferd und legt ihre Hand ruhig auf den ersten Biegepunkt. Idolo lässt den Kopf sinken und dehnt den Hals. Seine Schritte werden ruhiger und raumgreifender. Seine innere Hüfte verlagert sich dabei nach vorne, wie man an der gelben Linie erkennen kann. Dieselbe Übung seht ihr hier mit dem Knappstrupper Wallach Hugin. Beim Berühren des ersten Biegepunktes lässt er den Kopf sinken. Beim Näherkommen ist aber auch zu erkennen, dass sein Gesichtsausdruck sich verändert. Die Augenlider flattern, die Ohren hängen zur Seite, die Lippe wird schlapp, das ganze Pferd sieht müde und entspannt aus. Die äußere Entspannung der Muskulatur geht immer mit einer inneren psychischen Entspannung einher. Die Übung fördert also nicht nur einen lockeren, entspannten Bewegungsablauf, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit und Gelassenheit. Außerdem stellen die seitlichen Biegungen die Voraussetzung für alle klassischen Seitengänge dar. Hier lässt sich schon erahnen, wie sich aus der seitlichen Biegung ein Schulterherein entwickelt, aber darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid wieder dabei. Tschüss für heute.